Viele Fragen der modernen Psychologie beschäftigten schon vor der Entstehung dieser Wissenschaft bereits die Philosophen. Schon im antiken Griechenland versuchten die Philosophen Klarheit darüber zu verschaffen, wie unsere Umwelt funktioniert, wie unsere innere Welt funktioniert, wie wir uns selbst wahrnehmen, wie wir denken und uns verhalten. Seither ringen wir mit den Begriffen wie Bewusstsein, Seele, Geist, unserer Selbst, Körper, Wissen oder Wahrnehmung und stellen uns immer wieder die Frage, wie wir basierend auf diesen Schlüsselbegriffen eine gesunde Gesellschaft aufbauen können, um auf individueller Ebene ein gutes Leben zu führen. Erst mit dem 16. Jahrhundert, der Epoche der Vernunft, entwickelten sich aus der Grunddisziplin der Philosophie unterschiedliche Wissenschaftszweige. Einer von ihnen die Psychologie, wobei die Psychologie einer der letzten Wissenschaftszweige ist, die sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Einer der Schlüsselfiguren zum Erschließen dieses neuen Wissenschaftszweiges der Psychologie war im 17. Jahrhundert René Descartes. Er formulierte zum ersten Mal die Unterscheidung zwischen Seele und Körper und ebnete damit den Weg der Wissenschaftsdisziplin der Psychologie. Er behauptete, jeder Mensch habe einerseits einen maschinellen Körper und eine immaterielle Seele. Der Gegenstand von wissenschaftlichen Diskussionen war nun, inwiefern der Körper zu trennen sei von der Psyche. Wie viel Körper besitzt der Geist? Und wie stark wird unser Geist von unserer Umwelt geformt? Welche Bedeutungen haben Themen wie Vererbung, die Evolutionstheorie? Wie lernen wir Menschen? Und was hat es genau auf sich mit der Unterscheidung zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten? Und genau an dieser Stelle können wir die Geburtsstunde der modernen Psychologie verzeichnen. 1879 gründete der deutsche Psychologe Wilhelm Wundt an der Universität Leipzig die weltweit erste Forschungseinrichtung zur experimentellen Forschung der Psyche. Während in Deutschland eher experimentell geforscht wurde, waren hingegen die Forschungen in den USA auf theoretischer Basis. Zudem entwickelte sich eine einflussreiche Strömung in Paris. Hier wurde der Schwerpunkt auf die Hypnose und die Psychoanalyse gelegt und somit die Grundlagen zur psychoanalytischen Theorien von Freud geebnet. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden zum ersten Mal naturwissenschaftliche Fragen angewandt an Themen wie die Wahrnehmung, des Bewusstseins, die Erinnerung, des Lernens und der Intelligenz. Aus diesen Beobachtungen und Experimenten folgten neue, wegweisende Theorien. Das letztendliche Ziel ist es natürlich, durch diese Theorien und Beobachtungen und Experimente psychische Erkrankungen zu heilen. Und somit schließt sich ein jahrtausendealter Kreislauf. Denn bereits in der Antike stellten sich die Menschen die Frage, wer bin ich? Wie habe ich mich wahrzunehmen in dieser Welt? Wie positioniere ich mich? Wie nehme ich mich selbst wahr? Und wie gehe ich mit dieser Wahrnehmung um? Und lebe ein erfülltes, gesundes und glückliches Leben. Es hat also knapp 2000 Jahre gedauert, bis wir es geschafft haben, aus diesen existenziellen Fragen eine wissenschaftliche Disziplin zu entwickeln. Abonniert also diesen Kanal, bleibt auf dem Laufenden und erschließt gemeinsam mit uns die Good-to-Know-Reihe der Psychologie.